Okay, ja, so von außen die Form, also man sieht es, ja, sehr windschnittig, darauf ist es alles ausgelegt. Man sieht auch so die Tropfenform. Vorne der Bereich ist der breiteste, nach hinten wird das Ganze ganz schmal. Das ist eine Tadpole-Variante. Das heißt, wir haben vorne zwei Räder und hinten ein Rad. Das zeige ich aber dann nochmal genauer, wenn wir mal drunter schauen. Das ist ziemlich lang, das Ganze. 2,70 Meter, 2,73 Meter hier der Milan. Der ist ungefähr 80 Zentimeter hoch und an der breitesten Stelle 70 Zentimeter breit. Das ist da, wo die Vorderräder sind. Das ist die breiteste Stelle. Und ja, sonst sieht man dann noch so das Motorradvisier. Wir schauen dann, machen die Klappe dann auch mal auf und gucken rein. Also was man dann aufklappen kann. Hier oben sieht man den Lufteinlass, Nakadukt. Da kann man die Luft regulieren, die reinkommt zum Kühlen. Da vorne sieht man noch so ein kleines rundes Loch. Das ist das Guckloch. Erläutere ich dann auch nochmal. Da ist die Wartungsklappe. Die machen wir dann auch nochmal auf und schauen rein. Und hier vorne ist die Beleuchtung. Also richtig gute Lampe drin, eine Lupine. Spiegel hat er natürlich auch, ganz wichtig, also hier gut schauen zu können. Für die seitliche Sicht natürlich dann Seitenscheiben. Hier hinten haben wir noch eine Wartungsluke. Da ist nämlich die Schaltung, da muss man rankommen. Mache ich dann auch nochmal auf. Jetzt sieht man hier hinten so ein Loch. Ja, das ist zum Tragen, also oder zum Schieben. Wenn ich das Ganze schieben muss, wenn ich irgendwo mal eine Passage habe, wo ich nicht weiterkomme oder ziehen, dann fasse ich hier hinten an, weil das Ganze sonst alles sehr, sehr rund ist und ich wirklich schlechte Möglichkeiten habe, das irgendwie zu transportieren. Jetzt schauen wir mal von hinten, da wird es immer schmaler. Ja, so schaut es von hinten aus. Also ganz schmal. Und das ist so ein reflektierender Streifen, deswegen rot hier hinten. Und diese Löcher unten, das sind also wirklich Luftlöcher, damit die Entlüftung stattfinden kann. Also da geht die Luft, die vorne reinkommt, muss auch irgendwo wieder raus. Und das ist hier. Und hier hinten, gehen wir mal näher ran, sieht ziemlich klein aus. Das sind noch die Blinker und Rücklicht, das ist alles in einem. Ich komme aus dem Motorradbereich, also das ist ziemlich klein das Ganze, aber bei Tag sehr gut zu sehen, bei Nacht natürlich genauso. Soweit mal zum Äußeren. Jetzt schauen wir einfach mal rein. Ja, also wie sieht das aus? Eigentlich wie so eine große Badewanne das Ganze. Also der Milan hat wirklich einen riesigen Einstieg. Wenn man dann näher hinguckt, dann kann man hier, das ist das Lenkrad, das kann man erstmal hochnehmen. Dann sieht man da schon mal mehr und sieht hier so einen Sitz, ja, einen Schalensitz, der ist eingeklettet. Kann man also ganz einfach rausnehmen. Gibt es dann noch eine Sitzmatte. Einige sitzen auch so drin, ohne diese Matte. Braucht man nicht unbedingt. Bei mir ist das bequemer so. Hier drüben, das sind die Armstützen. Gerade auf den langen Strecken, um sehr entspannt fahren zu können, ist das super, ne, mit den Armstützen. Das hier anschaut, das ist wirklich das Lenkrad. Das ist eine sogenannte Tillerlenkung. Und ich kann also hier wirklich das Ganze lenken. Darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, so wendig wie mit dem Fahrrad. Ich habe hier ungefähr 14 Meter Wendekreis. Also das heißt, auf jeden Fall größer als so ein kleiner PKW. Geht schon eher in Richtung Kleinbus oder LKW mit 14 Metern. Aber das spielt im Alltag überhaupt keine Rolle. Das ist nicht wichtig. Hier haben wir die Bremse. Also hier sind zwei Bremsen, die Vorderräder werden gebremst, sind hier gekoppelt. Hier drüben habe ich den Schaltgriff. Das ist eine 12-fach-Schaltung, das heißt, da wird komplett alles durchgeschaltet. Wir schauen dann nach vorne rein, da sieht man dann mehr von der Schaltung oder hinten. Hier kommt der Computer ran, das gab es im ersten Video oder im zweiten Video schon zu sehen. Ja, der wird hier eingeklickt. Hier habe ich an der seitlich nochmal hier dieser Schalter, der ist zum Auf- und Abblenden. Also die Lampe, die macht wirklich richtig hell. Ja, man kann aufblenden, abblenden. Und hier, das ist die
ja, Einheit für Blinker und Hupe. Hat er alles dran, alles integriert hier. Hier drüben gucken wir mal. Ja, das ist so die Elektronik. Also das heißt, hier kann ich den Scheinwerfer anschalten, hat dann auch verschiedene Modi noch. Hier unten ist der Akku, ein richtig großer Akku, der hält ziemlich lang. Und jetzt schauen wir einfach mal nach hinten. Wie schaut das dann aus in der Praxis? Okay, jetzt habe ich vorne das Licht. Jetzt hat er Tagfahrlicht an, macht er automatisch und geht dann eben in den normalen Modus. Wenn es einen gewissen Grad an Dunkelheit erreicht hat, schaltet er sich automatisch um. Und jetzt mal die Wartungsluken, die hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt. Jetzt machen wir die einfach auf, das ist hier nur geklettet. Also das kann ich abmachen. Dann schauen wir mal rein. Wie gesagt, ne, das ist vom Antrieb her wie ein Fahrrad. Das heißt, hier vorne ist das Kettenblatt. Ein Kettenblatt, das ist 1x12 der Antrieb. Und ein ziemlich großes Kettenblatt, das ist hier ein 60er. Gibt einige, die fahren noch viel größere. Das ist hier der Mast, an dem letztendlich dann das Tretlager festgemacht ist. Der muss also eine Menge aushalten. Ist auch aus Carbon. Und man sieht die Kurbeln mit den Pedalen. Das sind so Klickpedale, auch aus dem Rennradbereich. Das hier sind Lookpedale. Genau. Und jetzt habe ich schon gesagt, ne, hier das ist Carbon, aber das ganze Gefährt ist aus Carbon. Das heißt, wir haben hier eine komplett selbsttragende Karosserie aus Carbon. Wiegt jetzt insgesamt um die 24 Kilo. Das heißt, mit Lichtanlage, mit allem drum und dran. Also mit 2,73 schon ein ganz schön langes Geschoss. Und letztendlich braucht man dann auch eine lange Kette, weil die Schaltung ist also wirklich hier hinten drin mit den Ritzeln. Und das heißt, ich habe hier ungefähr 3 Meter Kette. Die muss ja von vorn nach hinten geleitet werden. Und wenn ihr so reinschaut, das sind richtig große Ritzel. Das größte sind 53 Zähne, das kleinste 11. Unten sieht man das Schaltwerk. Ja, das ist die Schwinge, die das Ganze hält, dann das Hinterrad. Das sieht man jetzt nicht, das ist alles verkleidet. Mache ich dann aber nochmal sichtbar, wenn ich ihn auf die Seite lege. Da sieht man das dann gut.